Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute schauen wir uns die ersten Baufortschritte von Das Boot an und dabei zeige ich dir, was und wie ich da was gemacht habe und vor allem, wo ich Angst gehabt habe. Also, bis gleich! Wie der Titel schon verrät, geht es in diesem Teil des Bauberichts um den Rumpf. Besser gesagt, um die erste Rumpfhälfte. Die schaut nämlich so aus. Zum Vergleich habe ich da noch die andere Hälfte. Die ist praktisch noch unbehandelt. Einzige Ausnahme bilden da diese zwei Ätzteilgitter, aber dazu gleich mehr. Wie man schön sieht, habe ich da schon einige Ätzteile verarbeitet. Und mein lieber Schwan, das war eine Arbeit. Kommen wir mal da zu dem vorderen Bereich. Die Anleitung von RC Subs, die gibt einem an, dass man diese Ätzteile über eine Flamme erwärmen und am Modell in Form bringen sollte. Dabei entstehen natürlich schon Abdrücke, an denen man später entlang sägen oder bohren kann. Das habe ich da bei diesem Teil nicht gemacht. Warum? Ganz einfach, ich habe Angst gehabt. Und nicht, dass ich mich verbrenne, sondern dass ich mir da den Bausatz irgendwie ruiniere. Also wurde dieses Teil einfach nur dran gehalten, dann mit einem Bleistift markiert, wo ich dann später gebohrt und gesägt habe. Und ja, das ist eigentlich ganz gut gegangen. Und wenn das erledigt ist, dann habe ich dieses Ätzteil mittels Wärme, und zwar von einem Lötkolben, einfach da, hoppala, wo ist er? Da, stinknormaler Lötkolben, also ganz ein billiges Modell, in den Kunststoff dann quasi reingeschweißt. Also das ist Messing, das wird relativ schnell warm oder heiß und dann wurde das da reingedrückt. Ne? Dabei muss man natürlich darauf achten, dass man da ein bisschen Plastik halt stehen lässt und dass man den Kolben nicht so heiß macht. Ich bin da jetzt so mit knapp 200 Grad dran gegangen und ja, das hat ganz gut geklappt. Ist es geschafft, dann habe ich diese, ja, quasi die Löcher, die nur entstehen, ne, oder die Spalten, die habe ich mit einem Späne-Klebstoffgemisch verschlossen und anschließend alles verschliffen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Arbeit und erst der Auftrag von der Grundierung, der wird dann zeigen, wie viel Nacharbeit da nochmal nötig ist. Ja, und weil ein Teil pro Rumpfhälfte ja nicht schon reicht, da gibt es am Heck dann ebenfalls sowas. Und da habe ich die Methode von RC Subs aber angewandt, weil dieses Teil da doch ein bisschen mehr in Form gebracht werden muss. Da ist jetzt noch nichts verschliffen, wegen dem schaut es da noch alles ein bisschen schlimm aus. Lustigerweise ist es mit der Kerze, also ich habe das Teil über eine Kerze erwärmt, diese Methode ist überraschenderweise ja, relativ gut gegangen und ja, ich ärgere mich jetzt irgendwie, dass ich das nicht vorne auch schon so gemacht habe. Ja, ein bisschen schummeln habe ich auch müssen, weil man sieht es da vielleicht, da habe ich das Ätzteil quasi aufs Kunststoffteil drauf geklebt, weil ich traue der ganzen Sache nicht, da alles durch das Ätzteil zu ersetzen und habe da eben beim Rausbrechen, war ich da ein bisschen zögerlicher, weil ich wollte eben die Stabilität des Gesamten da nicht gefährden. Ja, und ich glaube, jetzt wisst ihr auch, warum ich das jetzt beim anderen Rumpf quasi parallel mit dem auch schon gemacht habe. Ja. Außerdem habe ich da noch aufgebohrt, ja, das glaube ich muss fast sein. Bei den Vorbereitungen zu diesem Bau, da habe ich mir einige Bauberichte zu solchen U-Booten durchgelesen und angeschaut und den einen oder anderen Tipp dankend mitgenommen. So wurden zum Beispiel die ganzen Nieten da
ganz vorsichtig mit einem 3000er Schleifpapier ein bisschen abgeflacht. Und auch diese Schweißnähte da, die haben eine Klinge zu spüren bekommen. Diese sind nämlich im Bausatz viel zu gleichmäßig. Ich zeige da nochmal schnell das unbehandelte Teil. Ich glaube, da sieht man das ganz gut, dass die einfach viel zu scharf sind in dem Sinn. Was ja nicht schlecht ist, aber sollten da eben nicht sein. Die habe ich dann einfach mit einer Flachklinge, also mit so einer Klinge da, ganz vorsichtig einfach abgezogen. Das bringt dann schon eine gewisse Struktur rein. Reicht in diesem Maßstab, wie gesagt, wir reden da von 1:144, reicht es völlig aus. Außerdem ist mir aufgefallen bei diesen Bauberichten, speziell bei den 72er Booten, dass der Tank da keine glatte Oberfläche aufweist. Ne? Und viele Modellbauer, die gehen da jetzt mit einem Feinwerkzeug dran und malträtieren das Ganze. Das war mir aber bei dem Maßstab viel zu brachial. Wegen dem habe ich die Struktur einfach mit einem Mr. Surfacer 1000, also dieser Grundierung zum Pinseln, ne, und am Schwamm aufgetupft. Und später dann mit einem 2000er Schleifpapier nur ein bisschen geglättet. Im Vergleich da jetzt wieder zum unbehandelten Teil, ich lege das da mal daneben. Ich glaube, da sieht man den Unterschied ganz gut. Jetzt fehlen da eigentlich nur noch die Wartungsluken und fertig ist das gute Stück. Tja, außerdem war ich noch ein bisschen lustig und habe am Deck herumgebastelt. Und ja, das wurde, hoppala, wie man da schön sehen kann, praktisch komplett durch Ätzteile ersetzt. Dazu muss man zuerst das Originalteil auf eine gewisse Dicke runterschleifen, weil sonst wird später das Ätzteil über den Rumpf drüber stehen. Einen Vergleich zu vorher habe ich leider keinen mehr, tut mir leid, aber als kleines Trostpflaster zeige ich euch da mal die Riffelblechstruktur da, und in dem Maßstab, also wie gesagt 1:144, ist das in Kunststoff sehr, sehr schwer darzustellen. Von daher da ganz großes Lob an dieses Ätzteile-Set, das wertet da massiv auf am Deck. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Erstens einmal muss ich die zweite Rumpfhälfte noch unter das Messer legen und zweitens werde ich wahrscheinlich schon mit dem Turm anfangen. Details dazu gibt es aber dann im nächsten Teil. Für Fragen, Anmerkungen und Hilfestellungen, da gibt es die Kommentarfunktion, und wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, der kann das jetzt nachholen. Und bis zur nächsten Folge, da wünsche ich wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.